Und dann siehst du hier, dass hier so schwarze Stellen sind. Und das bedeutet, darunter ist Rost. Der Auspuff ist an diesen Stellen durchgerostet und hier tritt Abgas aus. Deswegen die schwarzen Stellen. Als wir das Fahrerhaus abgehoben hatten, hatte Ralf die gesamte Auspuffanlage kontrolliert. Damals gab es diese schwarzen Stellen noch nicht. Sie kamen wohl durch die Tests, nachdem wir das Getriebe und den Motor wieder eingebaut hatten. Ich denke, dass wenn wir den Stoßdämpfer rausnehmen, dann geht es, dann kann man einfach nach vorne rausziehen. Hoffen wir mal, dass so ist. Ne? Im Internet haben wir nur Anleitungen gefunden, wo die Kabine zum Tausch des Hosenrohrs abgehoben wurde. Gott sei Dank sind alle Schrauben gängig, weil wir hatten ja alles auf. Wir haben halt nur dooferweise nicht gesehen, dass der Auspuff nicht mehr ganz dicht ist. Naja, kommt ein schöner neuer rein. Ich kann ihn hier nur locker machen. Runterziehen kann ich ihn eh nicht hier. Zack. Was? Gut, und dann drücken wir den Auspuff dahin. Nach unten. Nachdem der Stoßdämpfer nicht mehr im Weg war, baute Ralf das Hosenrohr aus. Mit etwas Hin- und Herdrehen klappte es, ohne das Fahrerhaus abzuheben. Gut, außen. So. Ja, warum man da jetzt eigentlich die Karosserie dazu anheben soll, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber es ging. So, das sind eh schon neue Dichtungen, aber die haben sich halt natürlich jetzt schon gesetzt. Ja, gucken, dass wir die möglichst sanft runterkriegen und auf den neuen Auspuff drauf. Das ist nur dieses Außenblech, ne? Aber natürlich, nachdem es hier schwarz ist und hier auch, ne, sage ich mal, ist halt da unten einfach Blech kaputt. Und alt, ne? Ja, die sind hier das Original Mercedes. Da sind die hier angeschweißt. Das war hier früher auch mal angeschweißt. Das heißt, das müssen wir jetzt alles runterkriegen, ohne dass es kaputt geht. Aber es geht schon. Das sieht gut aus. Ja, da drauf. Ja, alles ein bisschen stramm. Sehr stramm. Ähnlich wie bei der Demontage des alten Hosenrohrs war der Einbau des neuen kein Problem. Nur etwas hin und her drehen. Die Auspuffrohre werden ohne Verschraubung ineinander geschoben. Also wir sind im Loch drin.
so eine Kacke. Ne? Die Frage, ob es dann auch ausreicht. Theoretisch haben wir 2 cm und das sieht nach einem aus. Der Anschluss des Hosenrohrs an den Motor sitzt zu hoch. Mit der Motorlagerung. Mal etwas kippen geht nicht, oder? Ne, ich krieg's so, der ist nicht gedreht. Die Schraube der Feder verhindert, dass man das Hosenrohr einfädeln kann. Das neue Hosenrohr ist etwas ausladender geformt als das alte. Es geht um wenige Zentimeter. Um den Höhenunterschied auszugleichen, werden wir den Motor vorne etwas mit dem Wagenheber anheben. Dazu lösen wir die beiden Schrauben, mit denen der Motor am Rahmen festgeschraubt ist. Wir heben den Motor langsam mit dem Wagenheber an. Wenige Zentimeter reichen aus. Und das Hosenrohr passt an den Motor. Ja, braucht man nicht. So. So. Alles wird wieder festgeschraubt. Zuerst das Hosenrohr. Dann wird der Stoßdämpfer oben wieder eingehängt und an beiden Enden festgeschraubt. Jetzt ziehen wir die Motorschraube wieder an, das ist gut. Schon ist es fertig. Das Hosenrohr ist eingebaut und wir müssen uns keine Gedanken mehr um austretende Abgase machen.